Auf unserer Reise versuchen wir, den abgetrampelten Pfad zu vermeiden. Sozusagen eine Anti-0815-Reise. Also ab in den Anti-Atlas. Das ist der südlichste Gebirgskamm des Atlas. Es sind kaum andere Autos unterwegs und die Straßen sind erstaunlich gut. Perfekt für einen Roadtrip. Egal wie abgeschieden wir stehen, auch hier kommen Tiere zu Besuch. Nein, schon, jetzt sind sie alle. Hallo. Wir versorgen sie mit unserem Biomüll und im Gegenzug zeigen sie uns ihre Kunststücke. Das ist fix das, was wir vorher gehört haben. Das waren schon wieder Gassen. Wir springen ins Ungewisse. Und fliegen um die Welt ohne Flugzeug. Stopp, du hast dich gerade perfekt positioniert. Danke. Jetzt endlich mal so einen authentischen Landschaftspanoramablick. Schon seit wir in Marokko ankamen, fällt uns auf, dass alle Kakteen so ausgetrocknet sind. Ein Junge erzählte uns, es sei eine Krankheit. Wie war ich gerade herausgefunden? Dass die Kakteen eigentlich recht wertvoll sind in der marokkanischen Landwirtschaft. Weil Menschen die Früchte essen können, aber auch weil Tiere die Art von Kaktus essen können. Gerade in Gegenden, wo es sonst nicht viel Pflanzen hat. Und dass es aber seit 2014 eine Pest gibt. Es sind so Flüge, die eigentlich eingesetzt worden sind, damit sich aber Kakteen nicht so viel verbreiten in Gegenden, wo man es nicht haben möchte. Und jetzt sind sie im mediterranen Raum aber überall. Und die Kakteen sterben ab. Luca, möchtest du was zu deinem Hut sagen? Ja, der Hut eigentlich nur an, dass meine Haare nicht ins Gesicht kommen, so beim Fahren. Das ist hassig. Es fühlt sich an wie der Bilderbuch-Roadtrip, obwohl wir gar nicht so viel machen. Wir starren auf Berge und in Täler, füllen unser Wasser aus öffentlichen Quellen, fahren in Schlangenlinien über das Land und suchen einen Schlafplatz. Und am nächsten Tag dasselbe. Und am nächsten Tag dasselbe. Wie viel gibt's? Jetzt. Und am nächsten Tag hat Bibi Geburtstag. Zeit für etwas Neues. Ich habe für Bibi ein paar Glückssteine angemalt und backe eine Tarte ohne Backofen und ohne Anti-Haftpfanne. Der Moment der Wahrheit. Manchmal ist das mit dem Anti-0815 einfach eine Idee. Ja, geiler Geburtstag schon. Alle Steuern ja organisiert. Weißt du, wie lange es gegangen bis ich dir alle dort Ich habe mir schon gedacht, warum ich da wochenlang allein nicht bin in der Wüste. I'm stuck in the nose. I hope he doesn't sniff me. Luca gestand mir später, dass er die Steine nicht selbst bemalt hat. 1984 kam der belgische Künstler Jean Verram nach Tafraud für eines seiner Landschaftskunstprojekte. Von Hand bemalte er lauter Steine mit insgesamt 18 Tonnen Farbe. Nach 3 Nächten schickt uns die Polizei weg. Es sei hier zu gefährlich und deshalb untersagt. Das Sicherheitsargument glauben wir ihnen nicht. Wir fahren aber trotzdem weiter.
ins windige Ait Mansour-Tal. Wir sind mittlerweile 10 Wochen unterwegs. Da ist es mal an der Zeit für einen... Okay, Check-in. Wie geht's dir bis jetzt auf unserer Reise? Es geht mir sehr gut. So langsam bin ich ganz weit weg vom Alltag aus der Schweiz. Ich habe das Gefühl, wir leben recht stressfrei und nehmen uns Zeit für uns und für unsere Umgebung. Das Gefühl, ich lebe ein bisschen bewusster. Ich finde, es ist eine mega schöne Balance zwischen Abenteuer und voll viel erleben und dann aber auch wieder einfach mal ein paar Tage chillen und komplette Ruhe und dann wieder intensive Städte, wo ich fest herumschauen muss während dem Fahren, dass ich auch wirklich alles sehe. Da vermisse ich Familie und Freunde. Die Feuerli mit unserer WG, zusammen sitzen und den Christbaum verbrennen. Auch hier kommt die Grüngutabfuhr überpünktlich. Im Tal hat es so viele Dattelpalmen und aktuell gerade so wenig Dattelkäuferinnen, im Volksmund auch Datteldiskrepanz genannt. Darum kümmern wir uns. Jetzt wieder machen. Das ist so viel. Das ist schon viel zu viel. Und schon wieder der nächste Überraschungsbesuch. Wieder von der Polizei. Ich verstand halt einfach nicht, wie das unsere Sicherheit erhöht, wenn irgendein Polizist irgendwo eine Fotokopie von unserem Pass hat. Ich denke schon, wenn etwas passiert, Dann weiß man, was das jetzt schon war. ja. Die Polizei ist in Marokko sehr besorgt um ihre Touris. Wir fühlten uns bis jetzt immer sehr sicher. Vous allez passer la nuit ici? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Mit Fotos von unseren Pässen verabschiedet sich der Polizist. Wir dürfen bleiben. Larsen hat geholfen beim Übersetzen und wärmt sich noch kurz in unserem Bus auf vor dem Nachhauseweg. Er wohnt in der Nähe und lädt uns zu einem Tee ein. Wir fahren jetzt schon seit längerem ohne den 4. Gang, wegen dem Seit Neuestem beginnt auch der 2. Gang zu bröckeln. Wir wollen das Getriebe unbedingt ersetzen, bevor es komplett auseinanderfällt. In Tisnit haben wir einen guten Kontakt bekommen, C'est pas la même? Okay. der leider auch nicht das passende Getriebe hat. Zum Trost fahren wir zurück ins Nidägle. Mein Fuß ist schon etwas besser, so dass ich es wieder versuchen möchte. Mal dokumentiere, wie ich mich fühle. Jedes Mal vor einem Flug, gerade wenn ich davor einen Crash gemacht habe, mir ist schlecht, ich könnte heulen, es ist richtig schlimm. Und jedes Mal mache ich es trotzdem. Und wenn man dann da so in der Luft ist es einfach die beste Entscheidung. Es kostet so viel, aber es ist so gut. Ich hoffe, man versteht das. Da ist der Luca und jetzt macht es hoffentlich wupp. Wupp, 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 wupp. Okay, konzentriere mich wieder aufs Flüger und noch viel wichtiger noch aufs Landen. Vielleicht nehme ich es mal auf. Vielleicht habe ich dann Performance Pressure. Oh Gott. Übrigens landen, nicht in der Kakteen, auch nicht mit dem Fuß weh zum Haar und werde zur Straße wieder rüber. Pam! Oh, wir sind nur lang geflogen.
Uns bleibt noch 1 Monat in Marokko. Dann läuft das Visa aus und wir wollen ja im Frühling Richtung Asien ziehen. So verabschieden wir uns vom Nid d'Aigle und vom Süden Marokkos. Noch ein letztes Mal freistehen am Meer, die Weite des Atlantiks. Und los geht's Richtung Marrakesch. Das Einzige, was uns noch im Weg steht, ist der hohe Atlas.